Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Von der sogenannten Präsidentschaftswahl in Russland zu berichten, ist, als würde man die Potemkinschen Dörfer aus dem Zarenreich besichtigen. Mit großem Aufwand errichtete Pappfassaden, diese tun, als seien sie Gebäude. Wobei der Aufwand Teil des Fakes ist. Das System zeigt, wozu es fähig ist und dass es funktioniert. Immerhin ist es oppositionellen Russen hier und da gelungen, die Inszenierung zu stören, innerhalb Russlands und bei den Wahllokalen im Ausland. In Berlin trat überraschend die Witwe von Alexei Nawalny auf und reihte sich in die Warteschlange vor der russischen Botschaft ein. Auf ihren Wahlzettel habe sie Nawalny geschrieben, sagte sie später. Wie es um die russische Opposition derzeit steht, darüber reden wir im Laufe der Sendung noch mit einem Mitstreiter Nawalnys. Zunächst fasst Sebastian Ehm die Ereignisse des Tages zusammen. Auf dem Grab von Alexei Nawalny in Moskau liegt ein Wahlzettel. Es ist kein Original, denn hier wurde für Alexei Nawalny abgestimmt. Doch Russlands Oppositionsführer ist seit einem Monat tot. Es sind zahlreiche Menschen, die heute hierher kommen, um ein Zeichen zu setzen. Der heutige Wahltag ist, was das Ergebnis angeht, eine Clownerie. Aber ich habe getan, was ich tun musste. Mittags gegen Putin. Ich habe an der Aktion teilgenommen und dann Blumen zu Alexeis Grab gebracht. Ich bin eine Pessimistin. Ich glaube an die Jugend, dass die Jugend etwas verändert. Wir haben alles erlebt. Ich bin doch erwachsen. Wir haben alles schon mal durchgemacht. Ich habe viel gelesen, ich habe viel gesehen. Es gibt sehr wenig Hoffnung. Es steht nicht gut um Russlands Opposition. Nur wenige haben es in den vergangenen Tagen gewagt, offen gegen Putins Abstimmungsritual zu protestieren. Manche gießen grüne Tinte in die Urnen, Zeichen des politischen Protests in Russland. Doch insgesamt bleibt es ruhig. Auch die vom Nawalny-Team angekündigte Protestaktion mittags gegen Putin ist ein eher stiller Protest. In Moskau folgen ihm trotzdem Tausende. Auch Aliyev ist absichtlich mittags gekommen. Seine Kritik am Regime formuliert er nur vorsichtig. Ich möchte, dass sich das Land bewegt, dass es sich entwickelt, dass Frieden im Land herrscht. Ich möchte, dass die Regierung zuallererst an die Menschen in Russland denkt. Den meisten, die heute Mittag kommen, geht es vor allem darum zu zeigen, dass man nicht allein ist, wenn man gegen Putin ist. Denn die Mehrheit unterstützt den Präsidenten. Ich habe für den derzeitigen Präsidenten gestimmt. Und ich bin sicher, dass unser Land nur auf dem Weg zum Erfolg vorankommen wird. Während heute Mittag viele Menschen vor allem in den großen Städten der Aktion des Nawalny-Teams gefolgt sind, geht das Wahltheater des Kreml in die letzte Runde. Die sogenannten Gegenkandidaten Putins geben vor den Kameras ihre Stimme ab. Die Kommunistische Partei der Russischen Föderation und ich hoffen, dass mein Programm bei der Bevölkerung ankommt und wir hoffen auf ein gutes Ergebnis. Am Abend verkünden sie im Staatsfernsehen die ersten Nachwahlumfragen. Keiner der Gegenkandidaten kommt über 5%. Der alles überragende Wahlsieger ist demnach Wladimir Putin. Und dann schalten wir noch zu unserem Korrespondenten in Moskau, Armin Körper. Ja, Armin, wenn es nichts wirklich auszuwählen gibt und das auch alle wissen, wozu dann eigentlich noch dieser ganze Aufwand? Hier hinter mir auf dem Roten Platz wird morgen der 10. Jahrestag der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim gefeiert und das zusammen mit dem Wahlsieg Wladimir Putins. Das ist kein Zufall, sondern die Choreografie des Kremls. Und dazu gehört auch dieses ganze Wahlspektakel und die Ergebnisse, die für uns Demokraten ja absurd anmuten. 87% Zustimmung für Putin. In manchen Regionen geht das fast an die 100%. Tatsächlich ist die Zustimmung in der Bevölkerung für Putin hoch, aber natürlich nicht so hoch. Warum also das alles? Ich denke, Putin will damit ein Zeichen setzen, ein Signal, um seinen Kurs zu zementieren. Das ist der Kurs des Krieges, der Besatzung und der Gewalt und den wird er fortsetzen. Trotz des versuchten Putsches durch Prigoschin im letzten Jahr, trotz der Nawalny-Proteste und trotz der Versuche des Westens, dieses Russland irgendwie in Schach zu halten.
Vor wenigen Minuten ist der Wahlsieger hinter mir im Kreml eingetroffen. Er sieht sich heute Abend auf dem Zenit seiner Macht. Und im Westen wird man sich heute Abend wohl die Frage stellen müssen, warum auch die Russlandpolitik der letzten 2 Jahre bisher einfach keinen Erfolg hat. Dankeschön, Armin, nach Moskau. Wladimir Putin herrscht jedenfalls schon seit über 2 Jahrzehnten über Russland. Für die einen begann er als lupenreiner Demokrat, für die anderen war er von Anfang an ein Fürst der Finsternis. Auf jeden Fall ist er seit jeher ein Mann der Geheimdienste. Als KGB-Offizier in Dresden erlebte Putin den Mauerfall. Den Zusammenbruch der Sowjetunion bezeichnete er später als Katastrophe. Zurück in St. Petersburg stieg er ins politische Geschäft ein und soll sich an Korruption beteiligt haben. 1999 wurde er von Boris Jelzin in das Amt des Ministerpräsidenten gebracht. Nach dessen Rücktritt übernahm er das Präsidentenamt. Mit Putin begann der Zweite Tschetschenienkrieg. Im Februar 2000 wurde die Stadt Grosny fast vollständig zerstört. Der Krieg steigerte aber Putins Popularität. Im März gewann er seine erste Präsidentschaftswahl. Putins Gegner lebten schon früh gefährlich. 2006 wurde die Journalistin Anna Politkovskaja ermordet. Eine von vielen, die ihre Kritik an Putin nicht überlebten. 2008 griff Russland Georgien an. Formal war Putin damals nur Ministerpräsident. 2012 folgte dann die Wiederwahl Putins zum Präsidenten, begleitet von Massenprotesten. Seitdem gibt es massive Repressionen. 2014 beginnt er den Krieg gegen die Ukraine. Annexion der Krim und Besetzungen in der Ostukraine. Im Jahr darauf tritt Russland in den Syrienkrieg ein. Aleppo wird genauso zerstört wie einst Grosny und später ukrainische Städte wie Mariupol. 2020 macht sich Putin mit einer Verfassungsänderung zum ewigen Präsidenten. 2 Jahre später, am 24. Februar 2022, befiehlt Putin die vollumfängliche Invasion der gesamten Ukraine. Mit Alexei Nawalny stirbt 2024 im Gefängnis der letzte große Hoffnungsträger der Opposition. Darüber wollen wir mit Leonid Volkow sprechen, einem engen Vertrauten und Mitstreiter von Alexei Nawalny. Er war auch Stabschef seiner Wahlkampagne 2018. Guten Abend, Herr Volkow. Guten Abend. Sie sind gerade diese Woche im Exil in Litauen überfallen worden und schwer angegriffen, lagen auch im Krankenhaus. Wie geht's Ihnen jetzt? Ja, okay, alles, was uns nicht tötet, macht uns ja stärker und das ist genau der Fall. So, es geht, es geht. Ich bin jetzt zurück zur Arbeit. Wir haben heute einen großen YouTube-Broadcast gemacht während diesen Mittag gegen Putin-Aktionen überall Russland und ich war schon in meinem Studio 7 Stunden vor einer Kamera darüber berichtet. Aber Sie schätzen das schon so ein, dass das ein eindeutiger Gruß aus Moskau war mit der Botschaft, ihr seid hier Ja, nirgendwo klar. sicher. Ja, klar, das war sicher ein Gruß aus Moskau gewesen. Aber Ja, ist eigentlich auch traurig, dass westliche Länder, dass wir alle nicht in der Lage sind, Sie und andere Oppositionelle ausreichend zu schützen. Es gibt ja viele solcher Fälle. litauische Polizei arbeitet jetzt sehr gut, um die Verbrecher zu finden. Aber ja, klar, das ist jetzt so, dass für Putin und seine Freunde ist es noch ziemlich einfach, so in Europa solche Sachen zu veranstalten. Schauen wir uns das Wahlergebnis heute an. Sie hatten vorher eine Prognose abgegeben und haben gesagt, na 90%, das würde er sich nicht trauen, aber irgendwas über 80. Diese 88%, die jetzt verkündet wurden, entspricht das Ihren Erwartungen oder wie schätzen Sie das ein? Ich glaube, am Ende des Tages wird das so circa 84 oder 85 sein, weil in Moskau, in St. Petersburg werden sie nicht wagen, so über 90% zu gehen und diese Städte werden dann den allgemeinen Wahlergebnis ein bisschen nach unten bringen. Das spielt aber keine Rolle. So alle diese Ziffern, die sind aus dem Kopf genommen und sie entsprechen natürlich nicht der eigentlichen Meinung russischer Wähler. Das ist sicherlich so, dass diese Wahlergebnisse nicht die Meinung aller russischen Wähler widerspiegeln. Aber es gibt natürlich nach wie vor viele Russen, die mit Putin einverstanden sind, die auch mit dem Ukraine-Krieg einverstanden sind. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen, soll ich sagen. So 2 Drittel von Russland sind
entgegen der Ukraine-Krieg jetzt ganz klar und eindeutig. Und sie möchten eigentlich, indem dieser Krieg so heute zu Ende kommt, weil noch immer ziemlich viele Russen noch immer Putin unterstützen. Und das ist die Tragödie, dass mehrere meiner Landeskameraden den Zusammenhang zwischen Putin und dem Krieg nicht ganz verstehen und eigentlich unsere Wahlkampagne, sozusagen unsere Agitationskampagne, hatte den Ziel, das zu erklären, dass Putin bedeutet Krieg. Hm. Wo steht denn eigentlich die russische Opposition jetzt? Also der Tod von Nawalny ist natürlich ein furchtbarer Schlag für Sie, aber wie stellen Sie sich neu auf? Die meisten sitzen im Gefängnis, sind wie Sie im Exil. So, wir haben unseren Führer verloren und das ist eine unheimliche Tragödie, eine offene Wunde. Wir haben aber Julia Nawalny, die jetzt auch heute in Berlin mit 3.000 oder 4.000 Leuten zusammen den Wahllokal in der Botschaft besucht hat. Und wir haben jetzt eigentlich ziemlich viel Optimismus, auch ziemlich viel Energie, weil Hunderttausende von Menschen einander in diesen Wahllokalen überall in Russland und in der Welt gesehen haben, heute am Mittag. Nun war das ja eine Aktion, zu der extra auch aufgerufen wurde, weil sie eben ungefährlich ist. Das Genau, traut man sich dann, aber eine Revolution ist das natürlich nicht. Eine Revolution wird wahrscheinlich nicht geben, weil das ein blutiger Diktator ist. Und man versteht ganz gut, dass so Putin in Russland so 1,4 Millionen Polizisten hat, die er nicht in die Ukraine senden, aber für die Bekämpfung jeglichen Protesten in Russland benutzt. Herr Volkow, danke für das Gespräch. Danke. Das Interview haben wir vor einer Stunde aufgezeichnet. Dass Europa weiter mit Putin zu rechnen hat, war natürlich klar. Insofern ist diese Wahlinszenierung von außen betrachtet bedeutungslos. Die Lage ist heute so, wie sie gestern war. Sehr viel schicksalhafter für unseren Kontinent wird die Präsidentschaftswahl in den USA sein. Nicht nur für den Überlebenskampf der Ukraine. Aber auch für die innere Verfasstheit der Weltmacht USA geht es im November ums große Ganze. Seit dem Sturm aufs Kapitol nach der letzten Präsidentschaftswahl ist Schlimmstes zu befürchten. Und so hört man nicht nur in Amerika sehr genau hin, was Donald Trump gerade bei einem Wahlkampfauftritt sagte. Claudia Bates berichtet. Bitte erheben Sie sich für die schrecklich und unfair behandelten Geiseln des 6. Januar. Als erstes salutiert Donald Trump den inhaftierten aufständischen Gewalttätern des Kapitolsturms, die er als unglaubliche Patrioten bezeichnet, die er befreien werde. Seinen Aufruf zu politischer Gewalt verpackt er in Äußerungen zur Autoindustrie, also bewusst doppeldeutig. Wir werden einen Zoll von 100% auf jedes chinesische Auto erheben, das kommt. Diese Autos können hier nicht verkauft werden, wenn ich gewählt werde. Wenn ich nicht gewählt werde, wird es ein Blutbad geben für das Ganze. Das ist das Mindeste, ein Blutbad für das Land. Trump wolle wieder einen 6. Januar, kommentiert Präsident Bidens Team. Die Republikaner sagen, er habe ein Blutbad am Arbeitsmarkt gemeint. Aber seine Anhänger wissen wohl, wie sie den Begriff zu verstehen haben. Es ist wahr, dass er im Kontext seiner Rede auf die Autoindustrie Bezug nahm, als er von Blutbad sprach. Und manche haben das aus dem Zusammenhang gerissen, um es ein bisschen dramatischer zu machen. Aber ich glaube auch, dass seine Anhänger das Wort hören und es selbst auch aus dem Zusammenhang reißen. Diese gewalttätige Rhetorik ist wirklich von Bedeutung. Immer schon hat Trump die Grenzen des Sagbaren getestet. Inzwischen gibt es diese Grenzen nicht mehr. Seine Unterstützer nennt er Krieger, den Präsidenten einen Hurensohn, die Demokraten sozialistische Verbrecher. Erwähnt er Ex-Präsident Obama, so betont er besonders dessen zweiten Vornamen. Barack Hussein Obama. Manche illegale Einwanderer sind für ihn keine Menschen, sondern Tiere. These are animals, okay? Alle Fernsehsender berichten, von den Republikanern aber wenig zu Trumps Rhetorik. Sie wollen ihn nicht verurteilen, denn längst versammeln sie sich wieder hinter dem Unvermeidlichen.
Wahlstrategen aber äußern Zweifel. Das hilft ihm nicht jenseits seiner Basis. Das ist das, weshalb sich Frauen und unabhängige Wähler von Trump abwenden. Aber eben jener Basis gibt er mit Bemerkungen wie Blutbad ein Signal jenseits der Wahlen. Und mit der deutschen Politik geht es jetzt bei dir weiter, Heinz. Ja, die CDU-Spitze berät morgen noch einmal über ihr Gegenkonzept zum Bürgergeld und will es dann im Einzelnen vorstellen. CDU-Generalsekretär Linnemann bekräftigte am Abend in der ZDF-Sendung Berlin direkt die Kritik an den derzeitigen Regelungen und sagte, man müsse eine Kurskorrektur vornehmen. Wir legen den Fokus auf die Verbindlichkeit. Wenn jemand ein Jobangebot bekommt und er ist total Verweigerer, dann gehen wir davon aus, dass er nicht bedürftig ist. Das ist das Neue. Und ich finde, das sind wir den Menschen schuldig, die jeden Tag arbeiten gehen und mit ihren Steuern und Beiträgen das Sozialsystem überhaupt erst möglich machen. Angesichts des Tarifkonflikts zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer und der Deutschen Bahn fordert FDP-Generalsekretär Csikszentmihalyi, das Streikrecht zu reformieren. Gerade bei kritischer Infrastruktur sei es zentral, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibe, sagte er der Bild am Sonntag. Er schlägt unter anderem verpflichtende Schlichtungen und klare Streikfristen vor und sagte, man müsse auch über eine generelle Einschränkung des Streikrechts in sensiblen Bereichen sprechen. Zum 4. Mal innerhalb von 4 Monaten spuckt die Erde in Island Feuer. Die Eruption im Südwesten des Landes mit dem rund 3 Kilometer langen Riss bedrohte eine Fernwärmeleitung und eine wichtige Straße zum Küstenort Grindavik südwestlich von Reykjavik. Der Ort wurde evakuiert. Hunderte Menschen, die sich nahe der Touristenattraktion Blaue Lagune aufhielten, wurden in Sicherheit gebracht. Die Polizei rief den Ausnahmezustand aus. Bundeskanzler Scholz war heute in Israel. Seine Gespräche dort waren schwierig. Es ist ein Balanceakt. Einerseits Israel Solidarität zu zeigen, andererseits deutliche Kritik zu formulieren. Teil dieses Balanceakts ist die Beteiligung der deutschen Luftwaffe an den Hilfsflügen für Gaza. Thomas Reichert berichtet. Zu Besuch kommt einer der wichtigsten Verbündeten Israels. Aber der deutsche Kanzler und Israels Premier sind sich in wichtigen Punkten des Gazakrieges zunehmend uneinig. Und ihre düsteren Mienen scheinen genau das zu erzählen. Gerade erst hat Netanyahu einer Offensive gegen Rafah zugestimmt, trotz aller Warnungen vor den dramatischen Folgen für die Flüchtlinge dort. Die militärische Logik ist eine Überlegung, aber es gibt auch eine humanitäre Logik. Wie sollen mehr als 1,5 Millionen Menschen geschützt werden? Wohin sollen sie gehen? Das sind aktuelle Bilder der israelischen Armee aus dem Süden von Gaza. Sie sollen aus Khan Yunis stammen, nicht weit von Rafah. Es sind Kämpfe in leeren Häusern. Zivilisten zeigt Israels Armee nicht. Und Netanyahu will die in Fragen gekleidete Kritik von Scholz nicht stehen lassen. Er greift am Ende selbst nochmal das Wort. Unser Ziel, die verbleibenden Terroristenbataillone in Rafah zu eliminieren, geht Hand in Hand damit, dass wir der Zivilbevölkerung ermöglichen, Rafah zu verlassen. Wir werden das nicht angehen, solange sie dort festsitzt. Derweil hat die deutsche Luftwaffe heute erneut Lebensmittel über Gaza abgeworfen, gemeinsam mit Flugzeugen der USA, Jordaniens und Ägyptens. Die Hilfslieferungen aus der Luft aber reichen nicht. Laut UN-Kinderhilfswerk UNICEF ist in Gaza fast jedes 3. Kind unter 2 Jahren akut mangelernährt. In Jordanien traf Scholz am Morgen König Abdullah. Beide fordern, dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza kommt, insbesondere, dass Israel mehr Lkw durchlässt. Das, was heute dahin gelangt, ist viel zu wenig. Und wir haben alle Sorge, dass es zu Hungerkatastrophen kommt, dass Menschen an Krankheiten sterben, weil es nicht genügend Arzneimittel gibt. Alles das muss verhindert werden. Netanyahu aber behauptet, bereits jetzt werde alles getan, damit mehr Hilfe ankommt. Wir unternehmen ungewöhnliche Anstrengungen, um die humanitäre Hilfe zu Lande, zu Wasser und in der Luft zu verstärken. Und wir werden noch mehr tun. Das Hauptproblem, das wir sehen, ist die Verteilung der Hilfe, sobald sie in Gaza ankommt, dass Hamas sie plündert. Am Abend traf sich Scholz mit Angehörigen von Geiseln der Hamas.
Über deren Freilassung soll in dieser Woche in Katar erneut verhandelt werden. Dass man, wenn man Flüchtlingszahlen senken will, vor allem die Fluchtursachen bekämpfen muss, ist ja eine Binsenweisheit. Schaut man auf die Entwicklungen im Nahen Osten, in der Sahelzone in Afrika oder hier in Europa mit der Ukraine direkt vor unserer Haustür, dann schwant einem allerdings, dass das mit der Bekämpfung von Fluchtursachen gerade nicht gut läuft. Es werden wohl eher mehr und nicht weniger Flüchtende werden. Die Frage wird sein, wie viele Europa aufnimmt. Mit Drittstaaten Flüchtlingsabkommen zu schließen, ist ein Versuch, Fluchtbewegungen zu steuern. In der Türkei hat das ja teilweise funktioniert. Inzwischen ist der Flüchtlingsdeal aber weitgehend hinfällig. Nun versucht es die EU mit Ägypten, das auch eine Durchgangsstation ist für viele Geflüchtete aus Nahost und dem Sahel. Ulf Röller und Anna Pettini berichten. Vor knapp einem Jahr sind Ibrahim und seine Freunde vor dem Bürgerkrieg im Sudan geflohen. Kairo ist für sie nur eine Zwischenstation. Mindestens 200.000 sudanesische Flüchtlinge sollen in Ägypten leben. Ich will weiter nach Europa fliehen, um dort ein glückliches und sicheres Leben zu führen. Über den schrecklichen Bürgerkrieg in ihrer Heimat reden sie oft. Millionen Sudanesen fliehen vor der Gewalt, auch wenn das Leben in Kairo nicht einfach ist. Wir werden hier schon diskriminiert und schlecht behandelt. Wir sind nicht willkommen. Für den ägyptischen Staatspräsidenten al-Sisi hat Kommissionspräsidentin von der Leyen 7,4 Milliarden Euro mitgebracht für Grenzschutz und Wirtschaftsförderung. Die Pracht seines Palastes täuscht über die Tiefe der Wirtschaftskrise des Landes hinweg. Al-Sisi braucht finanzielle Hilfe der EU, verspricht dafür, die Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa zu stoppen. Wir verlassen uns auf Ägyptens Zusage, illegale Migration zu kontrollieren, durch verstärkte Grenzkontrollen und Bekämpfung von Schleusern. Wir werden unsere Anstrengungen intensivieren, um illegale Migration zu bekämpfen. Die EU verfolgt die Strategie, Europa abzuschotten. Dafür sind sie auch nach Tunesien gereist. Die EU gibt diesen autokratischen Ländern viele Millionen, damit sie die Flüchtlinge aufhalten. Aber die Länder sind zu arm, um das zu leisten. An den Strukturproblemen von Ländern wie Tunesien oder Ägypten wird das nichts ändern. Und was die Migration betrifft, ist eben entscheidend, Ägypten verspricht genauso wenig wie Tunesien, Leute zurückzunehmen. Wie Tunesien erlebt Ägypten eine dramatische Krise. Die Lebensmittelpreise für viele nicht mehr bezahlbar, die Inflation mehr als 30%. Dazu die schlimme Menschenrechtslage, das Abkommen erntet Kritik. Ägypten ist kein sicherer Ort für Flüchtlinge. Mit diesem Vertrag verrät die EU ihre Werte, die Werte von Demokratie und Menschenrechten. Ägypten soll nun helfen, das Migrationsproblem der EU zu lösen. Eine weitere Herausforderung für das krisengeschüttelte Land. Und jetzt geht es bei dir noch mal weiter mit dem Sport an diesem Wochenende. Da gab es eine ganze Menge. Da beginnen wir beim Handball. Das deutsche Team hat beim Olympia-Qualifikationsturnier das letzte und entscheidende Spiel gewonnen. Gegen Österreich stand es am Ende 34:31 für die deutsche Mannschaft. Damit kam sie in dem Turnier auf Platz 2 hinter Kroatien und sicherte sich das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris. In der Fußball-Bundesliga hält Bayer Leverkusen seinen 10-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze vor Bayern München. Leverkusen gewann heute in Freiburg 3:2. Im zweiten Sonntagsspiel ging Borussia Dortmund als Sieger vom Platz gegen Eintracht Frankfurt mit 3:1. Und bei Wolfsburg gibt es einen Trainerwechsel. Der VfL trennt sich von Niko Kovac. Es übernimmt Ralf Hasenhüttl, der in der Bundesliga schon Trainer bei Leipzig und Ingolstadt war und zuletzt den englischen Premier League Club Southampton coachte. Skirennfahrer Linus Strasser hat zum Abschluss des Weltcups noch einmal bewiesen, dass er zu den Besten der Welt gehört. Im Slalom in Saalbach hinter Glemm schaffte es Strasser nochmal auf Platz 3, um nur 400 geschlagen vom zweitplatzierten Österreicher Manuel Feller. Der sicherte sich vor Strasser den Gesamtsieg im Slalom-Weltcup.
Heutiger Tagessieger der Norweger Timo Nogan. Und jetzt noch etwas zum Staunen, zum Lächeln, zum Hinschauen, zum Genießen. Die Hamburger Elbphilharmonie wird eine Woche lang von keinem Geringeren als André Heller regiert, dem großen Magier der Weltkultur. Sein Reflektor-Festival lässt jedenfalls für eine friedliche Welt hoffen. Auch wenn der Anfang des Berichts von Sven Rieken erstmal nicht so friedvoll wirkt. Achtung, es kommt nicht, was man erwartet. Ja, diese Finnen schreien. Kein konzertanter Hilferuf, sondern bislang kaum gekannte Kunst. Finnen, die das Absurdeste tun, wie aus der Fantasie von Salvador Dali entsprungen. Ich habe einen winzigen Clip im Internet gesehen und habe gesagt, her mit denen, das wird eine Freude. André Heller macht aus der Elbphilharmonie eine Botschafterin der Völkerverständigung, eine Elbbrücke zu fremden Kulturen. Der österreichische Aktionskünstler durfte einladen zu einer Woche des Staunens. Ich werde nie verlernen, neugierig zu sein. Das ist einer der Grundantriebsmittel, warum man überhaupt in diese Welt kommt. Wir kommen hierher, um uns, ich sage immer diesen Ausdruck, lernend zu verwandeln. Und wenn man das nicht tut, dann ist man in einer Art von Narkose und wacht irgendwann mal auf und sagt, oh, was ist jetzt, habe ich 10 Jahre verschlafen. Reflektor nennt André Heller sein Programm. Reflektor wie der Schalltrichter über der Bühne. Das Foyer ist die Leinwand, Bilder gegen die Entfremdung. Unzugehörigkeit, Fremdheit, Chaos, alles das, was in den Bildern ist, wird eigentlich durch diese Willkürformen noch einmal verstärkt. Insofern sind diese Wandabschnitte für mich eine sehr interessante Erfahrung. André Heller bespielt die Elbphilharmonie, als wäre sie sein Instrument. Und so ein Gebäude ist ja nicht für Routine gebaut. Das ist gebaut, damit dort alle paar Stunden aus meiner Sicht etwas passiert, wo die Leute, wo kommt denn das her, wo kommt denn das her? Also das ist ein Gebäude, das schuldet sich selbst Wagnisse. André Hellers Kunstprogramm ist für jeden etwas anderes. Ein Festival für Nächstenliebe und Frieden oder eben für äußerst taktvoll schreiende Finnen. In Hamburg kann also nächste Woche weiter gestaunt werden. Und was uns sonst so in der nächsten Woche erwartet an politischen und gesellschaftlichen Themen, das hat Carolina Freitag für unseren Ausblick zusammengestellt. Mehr als 8000 schwerstkranke Patienten warten in Deutschland auf ein Spenderorgan. Ein digitales Register soll nun helfen, dass sich mehr Menschen für eine Organspende entscheiden. Ab Montag können sich alle, die einen Personalausweis mit Online-Funktion und PIN haben, anmelden. Ab Donnerstag öffnet die Leipziger Buchmesse ihre Pforten. Dann wird in den Messehallen und bei etwa 2500 Veranstaltungen in der Stadt Leipzig gelesen, informiert und debattiert. In Zeiten von Fake News wolle die Messe ein Ort der Meinungsvielfalt und der wertschätzenden Auseinandersetzung sein, so die Veranstalter. Am Donnerstag wird auch das zweitägige Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs beginnen. Themen, über die Einigkeit auf dem Gipfel hergestellt werden soll, gibt es viele. Die Lage in Nahost, Migration, Unterstützung der Ukraine. Aber auch viel Potenzial für Streit. Und noch die Wetteraussichten zum Start in die neue Woche. Morgen regnet es gebietsweise, anfangs in Schleswig-Holstein teils mit Schnee. Am Nachmittag sind einzelne Gewitter möglich. Freundlich ist es im Nordosten, dort 4 bis 10, sonst 10 bis 16 Grad. Die nächsten Tage bringen recht freundliches Wetter, manchmal aber auch etwas Regen. Am Donnerstag im Süden örtlich Gewitter. Es bleibt mild mit bis zu 20 Grad am Mittwoch im Südwesten. Das war's von uns an diesem Sonntagabend. Durch die nächste Woche führen Sie hier Christian Sievers und Hanna Zimmermann. Und jetzt geht's mit Biathlon weiter. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.